Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annalena Doberschütz und ich freue mich, euch heute die Emboss Resist Aquarelltechnik zu zeigen. Das ist diese hier. Wir haben ja diesen Monat Weltaquarellmonat und deshalb bin ich Teil des Videoblog-Hubs der Stempelfamilie und Freunde. Wir haben also wieder insgesamt 5 schöne Ideen für euch, wo wir unterschiedliche Aquarelltechniken mit Stampin'-Up-Produkten zeigen. Wie gesagt, ich mache die Emboss Resist Aquarelltechnik. Angela Köber macht Aquarell mit Prägeformen. Irmtraut Sievers koloriert mit Aquarellstiften. Merle Brüggen macht einen schönen Aquarellhintergrund mit Salz. Und Karin Harms, Nordsee-Stemplerin, macht eine Schoki-Verpackung in Aquarelltechnik. Keine Sorge, die Videos verlinke ich euch am Ende von meinem Video. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dieser Technik an. So. Hier zeige ich euch mal 2 verschiedene Varianten davon. Das ist einmal auf Aquarellpapier und das ist auf Farbkarton. Da sieht man noch so ein bisschen, dieses Emboss Resist heißt einfach, dass die Linien verschwinden, die Außenlinien. Ich finde, das sieht man hier dran sehr schön. So. Ich habe dafür verwendet das Stempelset handgemalte Blüten. Versamark braucht ihr. Ein paar Stempelkissen, Motiv, das habe ich ja hier raus. Ein Wassertankpinsel und noch einen weiteren Stempelblock. So, ich habe mir dafür ein Stück Aquarellpapier in 8 x 10 cm geschnitten und bereite den jetzt erstmal vor. Das hier ist aus dem neuen Mini-Katalog. Den Emboss Body kennen bestimmt einige von euch. Der war zwischenzeitlich weg und ich bin echt froh, dass der wiedergekommen ist. Damit bereite ich mein Papier vor. Da kommen jetzt alle Fettflecken sozusagen, die ich mit den Fingern oder andersrum drauf gemacht habe, runter. Und die Schüssel brauche ich gleich zum Auffangen. Das legen wir einmal beiseite. Stimmt gar nicht. Das bestempeln wir jetzt, nachdem wir es gesäubert haben. Mein Versamark-Kissen. Schön kräftig draufdrücken. Und ganz normal auf das Aquarellpapier stempeln. Ordentlich festdrücken. Das Papier hängen bleibt, einfach runternehmen. Und wie ihr seht, man sieht nichts. Mal gucken, ob ich das euch zeigen kann. Ja, sehr schwach, ne? Dafür nehme ich jetzt hier diese Kiste. Die ist aus dem neuen Mini-Katalog. Die hat zwar einen habbigen Preis, aber ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Erstmal der Embossing Body ist wieder da. Das hier fängt mit dem Pulver auf. Das ist Clear Power Puder, Embossing Pulver. Das heißt, dass es durchsichtig ist hinterher. Der Pinsel ist zum Abwischen und zu der Zange komme ich gleich noch. So, erstmal kräftig hier das Pulver drüber. Ich habe jetzt ja noch die alten großen Kisten hier, wo ich es auffange, aber ich plöre auch schon daneben. Deshalb ist es ganz gut, dass ich das Auffangschale habe. Die hat hier vorne so ein kleines, was ist das? So eine Öffnung, kann man abschrauben und daraus, ne, das seht ihr gar nicht. Das kann man abschrauben und dann kann man das wieder zurückkippen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Da ist jetzt überall Pulver an den Stellen, wo es sein soll. Dann lege ich das jetzt hier mal ein bisschen weiter beiseite, bevor mir das Pulver gleich durch die Gegend fliegt. Jetzt kommt die Zange. Ich verbrenne mir nämlich echt gerne beim Embossen immer die Finger. Die Zange, erstmal, die liegt schön schwer in der Hand und dann drückt man hier. So, und dann habe ich das Papier nicht mehr in der Hand direkt, wenn ich mit dem Embossing-Föhn los drüber gehe. Kleine Worte vorab. Ich gehe da erstmal ganz langsam drüber und man sieht es, wenn es sich verfärbt, wenn es anfängt zu glänzen. Ich glaube, ich kann mir jetzt gleich, wenn ich föhne, nichts mehr sagen, das ist einfach zu laut. So. So, Finger sind beiseite, können nicht mehr mit heiß werden. Dann kann ich das hier ganz entspannt föhnen. So, und hier, ja, ihr seht es wahrscheinlich nicht, ich zeige es gleich mal, wie es sich verfärbt. Einmal den Film beiseite. Ihr seht, das glänzt jetzt schon so ein bisschen.
Und jetzt zickt meine Kamera rum. Das heißt, wir machen einmal eine Pause. So, ich musste einmal das Deckenlicht ausmachen, weil ich habe keine Ahnung warum, aber meine Kamera meint dann immer zu flackern. Aber jetzt kann ich euch das mal zeigen. So, das glänzt schön. Und man kann da auch direkt drüber gehen. Das ist sofort trocken. So, Pulver habe ich trotzdem hier überall verteilt. Kriege ich immer hin. So, und dann fangen wir mal an mit der Aquarelltechnik, mit der Emboss Resist Aquarelltechnik. Klingt wirklich hochtrabend, sage ich mal, ist aber kein Zauberwerk. Es ist einfach jetzt, dadurch, dass wir in Klarlack embossed haben, verschwinden die Linien. Kann man hier besonders schön schon mal sehen. Keine Linien zu sehen. Sieht echt cool aus. Dafür nehme ich Orchideenblau. Gehe da mit einem kleinen Stempelblock drauf. Einfach ein bisschen Farbe auf, braucht gar nicht viel sein. Wenn ich dann schon ein bisschen weitermachen will, setze ich auf die andere Ecke hier Papageiengrün. Wichtig ist, dass ihr das wirklich einfach irgendwo hinstempelt, die Farbe, und nicht mit dem Wassertankpinsel auf die Stempelkissen geht. Ist vermalbar, die Farbe ist auf Wasserbasis. So, mein Stempel ist hier noch so ein bisschen dreckig. Ich nutze hier einfach, man kann Küchenkrepp nehmen, ich nutze jetzt einfach ein Stück Haushaltsrolle, mache den so ein bisschen sauber vom letzten Mal und auch zwischendurch. Und dann nehme ich hier einfach die Farbe auf und gehe dann hier mit dem Pinsel und mal innerhalb meiner Embossing-Linien. Schön ist, dass das halt hier auch so kleine diese Querstreifen, ein bisschen Struktur in der Blüte drin hat. Dadurch, dass es embossed ist, kommt da natürlich keine Farbe hin. Wenn es euch zu feucht wird, das hatte ich vorhin bei meinem Test versucht, dann kann man das einfach mit ein bisschen Haushaltsrolle oder im Taschentuch abtupfen und dann einfach neu drüber malen. Oder ihr trocknet den Pinsel zwischendurch. So. Seht ihr, erste Blüte schon fertig. Dann machen wir mal schnell die anderen. Bei diesem handgemalt Blütenset, das ist ja auch so ein bisschen, ja, wie handgemalt, das muss nicht perfekt sein. Deshalb finde ich auch immer, kann man da echt schön als Anfängerset mitarbeiten. Einfach ein bisschen drauf losstempeln oder hier einfach ein bisschen Farbe auftragen. Das muss nicht perfekt sein, das soll auch gar nicht perfekt aussehen. So, ihr seht, ich male auch ein bisschen drüber. Haben wir noch Blüten? Hier haben wir noch kleine. Mache ich auch noch schnell aus. Gut, noch bin ich nicht mit dem Kopf in der Kamera. So, und die letzte Blüte. Orchideenblau finde ich voll die schöne Farbe. Dann einmal den Pinsel sauber machen. Ich drücke da ein bisschen, dass ein bisschen Wasser rauskommt und reinige ihn dann hier ein bisschen drauf. So, ich kann euch schon mal die erste Farbschicht zeigen. Ja, Kamera. Da. Sieht echt schön aus. Ist halt so mal mehr, mal weniger Farbe, dadurch verläuft das so schön. Dann fangen wir jetzt einmal mit den Blättern an. Die grundiere ich einmal komplett in Papageiengrün. Da kommt gleich noch andere Farbe drauf. Ich möchte hier, dass das einmal zwischendurch ganz leicht antrocknet. Ich zeige euch gleich auch noch andere Möglichkeiten. Vorher nicht nur Ausmalmotive, man kann auch einfach schöne Hintergründe damit gestalten. Zeige ich euch am Ende noch ein paar Varianten. Erstmal hierzu. So, die sind gemalt. Dann Stempelkissen. Einfach ganz normal hier drüber, über das Säuberungskissen und fertig ist. Dann brauche ich noch einmal Gartengrün. Da brauche ich wirklich nur so eine klitzekleine Spitze hier. Und für die Blüten
habe ich hier nochmal Osterglocke. Davon brauche ich auch wirklich nicht viel. Wie gesagt, wichtig ist nicht mit dem Pinsel rein, sondern die Farbe erst woanders einmal hintupfen. So, dann machen wir erst das Gelb. Damit mache ich hier den Blütenstempel. Und weil mir das ganz gut gefällt, gehe ich hier nochmal die Striche entlang, dass da noch so ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen Dimension noch reinkommt. Oder eigentlich noch gar keine Farbe. Hat da jetzt sich ein bisschen blau geschnappt. Das übermalen wir mal. So. Und da mir das jetzt von der Struktur her noch so ein bisschen zu blass ist, tupfe ich zum einen hier, klein zusammenfalten hier, die Blätter sind mir noch ein bisschen zu kräftig. Ihr seht, da nehme ich einfach die Farbe so ein bisschen ab. Und dann nehme ich jetzt mein Gartengrün. Und die Seite, wo die gestrichelten Blätter sind, kriegen noch ein bisschen Farbe. Ja, auf dieser Seite. Das finde ich einen ziemlich schönen Effekt, wenn das so zweifarbige Blätter sind. Und durch das Stempeln mit der Embossing-Farbe kommt das hier auch sehr schön zum Vorschein. So. Wenn man möchte, könnte man jetzt noch den Hintergrund gestalten. Möchte ich nicht. Das war es jetzt auch schon. Ich zeige euch das nochmal. Na. Also heute bin ich echt mit meiner Kamera auf Kriegsfuß. Ihr seht, das Embossed glänzt schön. Und wenn man sich so ein bisschen weiter anguckt, oder auch nicht. Oh Mann, ey. Autofokus raus, Autofokus wieder rein. Genau, das sieht halt diese Emboss Resist Aquarelltechnik so eine randlose Technik. Hier bei dieser hier sieht man noch ein bisschen mehr, dass ich die Farbe abgenommen habe. Fand ich ganz schön bei den kleineren Blüten, dass sie quasi noch nicht so kräftig sind. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel auf Farbkarton das Ganze. Ja, da sieht man dann noch weniger, dass da Linien sind. Geht auch. So, und wie ich ja gesagt habe, halt, das muss auch mal gesäubert werden. Was man noch so machen kann, man braucht das gar nicht ausmalen, man kann das auch wie so eine Schattentechnik verwenden. Das habe ich hier gemacht. Gestempelt, embossed und dann einfach die Farbe einfach drüber. Und dann so verlaufend, weil mir das eigentlich ganz gut gefallen hat, wollte das ein bisschen kräftiger ist, bin ich hinterher nochmal mit Grün drüber. Und das ist aus dem Stempelset Garden Bird Houses. Oder man nimmt die Aquarellfarbe wie hier. Das kann ich noch mal schnell zeigen. Ja, meine Farbe, die man gut sieht. Jetzt mal Gartengrün. Kann man auch ganz tolle Hintergründe mitgestalten. Den Pinsel wieder, Farbe aufnehmen. Und ihr seht, hier ist es kräftiger als an anderen Stellen. Das liegt daran, hier am Anfang habe ich noch ganz viel Farbe und dann wird es immer weniger Farbe. Und das kann man dann halt so wie so eine Hintergrund einfach auslaufen lassen. Oder wenn man mehr Farbe an einer Stelle haben möchte, sage ich mal, ich möchte jetzt hier unten noch ein bisschen mehr Grün haben, dann trage ich das da einfach auf. Sagen wir, ich möchte von am Anfang nicht ganz so viel Farbe an der Stelle haben. Nehme ich mein Abtupftuch, streiche ein bisschen Farbe ab und gehe ganz großflächig drüber. Seht ihr, dann habe ich gar nicht erst diesen dicken grünen Streifen, sondern habe gleich von vornherein ein bisschen weniger Farbe drauf. Kann ich hier so einen pastelligen Hintergrund machen. Also es ist wirklich schön, mit den Wassertankpinseln zu arbeiten. Die Stempelfarbe ist auf Wasserbasis, kann man gut vermalen. Nur wichtig, nicht mit dem Pinsel da rein. Damit verderbt ihr euch das Stempelkissen. Ja,
Und wofür kann man sowas nutzen? Hier habe ich zum Beispiel eine Geburtstagskarte dafür gemacht. Da habe ich den Hintergrund dann auch noch aquarelliert. Und man sieht, die Blüten sind halt so, dass sie, als ob sie so von Hand da drauf gemalt wurden. Das hier, innen drin, habe ich nicht mit Versamark gestempelt, sondern habe ich mit Grün gestempelt. Das müsste, ich weiß es nicht mehr, welchen Grünton ich verwendet habe. Und man sieht, die Linien sind halt da, im Gegensatz zu hier, wo man keine Linien sieht. Ist auch eine schöne Sache. Man sollte allerdings den Stempelabdruck erstmal einen Moment trocknen lassen, außer man will die Farbe von dort aufnehmen. Das habe ich bei den Blättern gemacht. Habe ich sofort die Farbe, nachdem ich gestempelt habe, aufgenommen mit dem Pinsel und bin nach innen reingegangen, habe dann aber noch ein bisschen mehr gemacht. Ja, dafür kann man das verwenden. Und das hier ist eine Hidden Flap Karte. Wie man die macht, zeige ich euch beim nächsten Mal. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch auf alle Fälle noch die Videos der anderen an. Die haben auch ganz tolle Aquarelltechniken. Wie gesagt, es ist Weltaquarellmonat. Und vielleicht habt ihr ja Freude gefunden an dieser Technik. Resist Embossed Aquarelltechnik. Klingt wirklich super. Und ich freue mich schon darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuguckt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch. Daumen hoch da. Ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert gerne auch meinen Kanal, dann verpasst ihr das nächste Video mit der Hidden Flap Karte nicht. Bis zum nächsten Mal. Annalena.